Hey, euer Dogs sind am Start mit einer neuen Folge. Was hat Sony uns SCUF da vorgestellt? Ich pack's nicht. Es wird Zeit, wirklich euren Kopf jetzt zu therapieren, denn die haben tatsächlich den neuen SCUF Vantage vorgestellt. Es kann sein, dass dieser Controller alle bisher dagewesenen Controller für die PlayStation 4 in den Schatten stellt. Der Vantage Controller ist ein Controller, den es so noch nie gegeben hat. Der Controller ähnelt sehr dem SCUF Impact Controller, was die Form angeht, was die Grundfunktion angeht, wie zum Beispiel das Touchpad, die Options- und die Share-Taste, natürlich auch hinten die Trigger und so weiter. Aber noch das Besondere ist natürlich die Grundform des Controllers, denn er ist richtig groß und liegt ganz anders in der Hand als ein PlayStation 4 Standard Controller. Und auch der neue Controller von SCUF hat 4 austauschbare Pedals. Es ist ein lizenziertes Produkt von Sony und es bringt noch richtig krasse, unglaubliche und auch zum Teil noch nie dagewesene Funktionen mit sich. Die austauschbaren Thumbsticks sind auch natürlich auch hier wieder mit dabei. Egal in welcher Höhe, egal in welcher Form. Das Trigger-Control-System hinten, um die Trigger einfach einzustellen, ist auch hier die Grundausstattung. Aber was ist jetzt neu? Nämlich die Sex-Buttons. Das sind Knöpfe, zusätzliche Knöpfe zu der L1-Taste, zu der L2-Taste, nämlich genau nun an der Seite des Controllers. Um das Gewicht anpassen zu können, haben wir nun die Möglichkeit, die Vibratoren jederzeit auszubauen und dann auch natürlich wieder einzubauen. Der Grip scheint neu zu sein. Schauen wir uns den typischen Impact Controller an, haben wir hier noch eine andere Form des Grips. Hier haben die das Ganze weit entwickelt. Und jetzt kommt's, denn das sprengt euren Kopf. Thumbstick ist nicht mehr Standard PlayStation hier in der Mitte, sondern nun oben links. Von vielen gewünscht, von Naked umgesetzt und natürlich Xbox Standardposition. Wir haben nun unten eine Touchbar, wo wir unsere Lautstärke des Games jederzeit einfach nur mit dem Finger oder mit dem Daumen regulieren können. Die Remapping-Funktion wurde anscheinend verändert. Wo wir hier noch unsere magnetische Remapping-Funktion hatten mit diesem Chip, haben wir nun unten 2 Tasten, die wir einfach einstellen können. Eine Switch der Remapping-Funktion. Vielleicht sind es auch Profile, wo wir weiterhin einfach nur zwischen Profil Nummer 1 und Nummer 2 einfach wechseln können. Und jetzt kommt der Clou, es gibt 2 Versionen. Eine kabelgebundene, ihr wisst es ja, wegen dem Input-Lag, und endlich einen kabellosen Pro-Controller mit versetzter Thumbstick-Option. Das Ganze wird jetzt im Sommer veröffentlicht. Ich verlinke nochmal die Seite, ihr könnt da nochmal alles nachlesen und die Preise sind auch schon bekannt. 169,95 die kabelgebundene und 199,95 die kabellose. Es gibt ein komplettes Set, aber die Tasche, so wie es ausschaut, wird nur mit dem kabelgebundenen Controller ausgeliefert. Schreibt mir eure Meinung. Was haltet ihr vom neuen Controller? Unglaublich, noch nie dagewesen, eine Xbox-Kopie oder der größte Dreck? Jetzt tippen, Daumen nach oben und wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Dog.